Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Prädikatenlogik. So, heute werden wir anfangen mit Kalkülen. Und Kalküle sind dazu da, etwas zu beweisen. Also wir wollen jetzt zum Beispiel dieses Ding, was wir hier vor ein paar Videos aufgestellt haben, wer der Mörder von Agathe ist, wollen wir jetzt tatsächlich lösen. Und das macht man mit Kalkülen. Es gibt da solche Regeln, die man anwenden kann und dann kommt man unweigerlich zu einem Schluss, wer war es jetzt, beziehungsweise wie ist die Variablenbelegung, damit diese Gleichung erfüllt ist. Ähm, in der Aussagenlogik gab es den DPLL-Algorithmus, der ist jetzt nicht mehr so einfach anwendbar, weil wir ja diese Allquantoren und so weiter haben und dazu gibt es jetzt eben die Kalküle. Wer den Lambda-Kalkül bei mir schon geguckt hat, Achtung, das heißt auch der Kalkül, glaube ich, und es tut mir furchtbar leid, wenn ich mich da immer mal wieder verspreche, das ist irgendwie Dialekt oder sowas, dass ich das Kalkül sage, aber es heißt eigentlich der Kalkül. Also bitte nicht übel nehmen. Und ja, die Videos zum Lambda-Kalkül schon bei mir gesehen hat, der weiß ungefähr, wie so Kalküle funktionieren, aber der Lambda-Kalkül ist ein relativ komplexer Kalkül, deswegen, ja, es wird deutlich einfacher und ich möchte jetzt heute mit euch anfangen, mit dem Hilbert-Kalkül und euch zeigen, da oben steht es auch schon, und euch zeigen, was so die Grundregeln vom Hilbert-Kalkül sind und wie man die dann anwenden kann. Also so eine kleine Beispiel-Anwendung zeige ich euch auch noch. Mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht werden es 2 Videos, vielleicht schaffe ich es in einem, je nachdem. Gut, aber wenn ich jetzt so weiterlaber, dann kommen wir zu gar nichts. Und zwar fangen wir an. Es gibt Axiome und ein Axiom ist eine Gleichung, die immer wahr ist. Das heißt, wir reden jetzt nicht mehr über irgendwelche für alle x bla bla bla, sondern wir reden tatsächlich von Formeln, die wir beweisen wollen, wenn wir irgendwas haben. Und diese Formeln, da habe ich jetzt einfach mal gesagt, eigentlich brauchen wir i gar nicht. Wir haben Formeln f, g und h und die dürfen natürlich gleich sein, sie dürfen aber irgendwie beliebig sein. Es darf alles drinstehen, ist völlig egal. Und aus diesen Formeln wollen wir uns jetzt irgendwelche Regeln ableiten. Wenn das und das gilt, dann gilt auch das und das. Und die einfachste Art sind Axiome. Da haben wir nämlich gar keine Voraussetzung. Axiome sind immer gültig. Immer, immer, immer. Und das kann man auch relativ einfach sich angucken, wenn man die Implikation kennt. Beim Hilbert-Kalkül sind die Axiome eigentlich fast nur mit Implikation irgendwas. Wir schauen uns jetzt das mal an. Und zwar möchte ich die mit euch Schritt für Schritt durchgehen, damit ihr auch wirklich versteht, wie diese Axiome zustande kommen. Das war mir nämlich irgendwie immer ein bisschen suspekt. Und zwar die Implikation, wenn A impliziert B, ist dasselbe wie nicht A oder B. Also der linke Teil ist falsch. Wenn der linke Teil falsch ist, dann ist der rechte Teil beliebig. Also für den rechten Teil kann ich dann einsetzen, was ich will. Wenn der linke Teil wahr ist, dann brauchen wir den rechten Teil wahr, sonst kriegen wir die Gleichung hier nicht wahr. Okay. So, jetzt dürft ihr eure Gehirne anstrengen und mit dem einfachsten fangen wir jetzt mal an. Und zwar heißt es, wenn f gilt, dann gilt auch g impliziert f. So, was bedeutet das jetzt? Naja, wir gehen Schritt für Schritt durch. Sagen wir mal, f und g sind beide falsch. Also f ist 0 und g ist 0. Dann haben wir hier sowas stehen wie f impliziert g impliziert f. So, wir wissen, wenn der linke Teil der Gleichung wahr ist, brauchen wir uns den Rest gar nicht mehr angucken. Der rechte Teil interessiert uns nicht. Die Gleichung ist wahr. Also so wie, wenn es regnet, ist die Straße nass. Naja, wenn es nicht regnet, habe ich keine Aussage über die Straße gemacht. Könnte ja was ausgelaufen sein oder sowas. Also, ja. Also, wenn f falsch ist, dann ist die ganze Gleichung auf jeden Fall direkt wahr. Und wenn f wahr ist, dann steht hier eine 1 und hier eine 1 und g ist beliebig. G kann ich jetzt variieren. Entweder hier steht eine 0 oder hier steht eine 1. Naja, es ist völlig egal, ob hier eine 0 oder eine 1 steht. Also bei g, g kann natürlich eine Formel sein, die wertet dann zu 0 oder zu 1 aus. Aber die Aussage selbst kann man dann trotzdem Wahrheitswert drüber sagen. Weil g ja irgendwann mal ausgewertet wird. Wenn es nicht ausgewertet wird, dann ist es egal. Dann brauche ich keine Aussagen drüber treffen wollen. Also, wenn f wahr ist, dann muss diese rechte Seite wahr werden. Und die rechte Seite wird wahr, wenn g falsch ist, weil dann haben wir ja wieder den Fall hier. Oder aber wenn g wahr ist, dann müssen wir hier rechts gucken, naja,
f ist ja automatisch wahr, sonst wären wir nie in diesen Zustand gekommen, dass wir rechts überprüfen müssten. Also ist diese Formel immer wahr. Und Axiome haben diese Eigenschaft, die sind tatsächlich immer wahr. Egal was jetzt oder zu was diese Formeln auswerten, Axiome sind genauso gebaut, dass sie immer wahr sind. Und das werden wir benutzen, wenn wir irgendwas beweisen wollen. So, von diesen Axiomen gibt es jetzt 5 Stück und ich möchte die logischerweise alle mit euch durchgehen. Machen wir weiter mit Axiom 2. Hier wird es schon ein bisschen größer und komplizierter. Wenn ihr das jetzt schon gerade kompliziert fandet, wartet erstmal ab, was hier jetzt alles kommt. Ich schreibe erstmal und dann zeige ich euch, was passiert. G impliziert H, so. Und das Ganze wiederum impliziert, machen wir so. So, ihr seht, wie groß die Dinger werden. F impliziert G impliziert F impliziert H. Wunderbar, Riesengleichung, aber weil wir wissen, es ist ein Axiom, wissen wir schon mal, es ist immer wahr. Und warum, das möchte ich jetzt mit euch noch klären. Ich glaube, dazu brauchen wir auch wieder diese Struktur hier und setzen dann tatsächlich mal Werte ein. So, wir haben hier die äußerste Implikation, also der Teil ist der rechte Teil und der Teil ist der linke Teil, ja. Und jetzt schauen wir einfach ganz scharf hin. Wir sehen, dass diese Teile wiederum aus weiteren Teilen bestehen. Und jetzt können wir erstmal die ganz einfachen Fälle ableiten. Die nennen sich auch triviale Fälle. So haben wir sie zumindest genannt. Und zwar, wenn der linke Teil der Gleichung falsch ist, naja, dann wissen wir, die ganze Gleichung ist automatisch wahr. Okay, es geht uns ja darum zu beweisen, dass diese Gleichung immer wahr ist. Okay, wenn wir den linken Teil hier von der Gleichung auf falsch kriegen wollen, damit die Gleichung wahr wird, dann schauen wir einfach mal, was wir dazu brauchen. Okay, wir wollen also, dass das hier immer falsch oder dass das falsch ist. Die Fälle, in denen das falsch ist, wollen wir haben. Und ich werde die Lösung jetzt einfach mal so hinschreiben, als solche eckigen Klammern und da reinschreiben f, g, h, die Belegung davon. Also, wenn wir hier jetzt uns anschauen, f ist die erste, also die Möglichkeit, diese Gleichung hier auf falsch zu kriegen, ist ja bloß zu sagen, okay, f ist wahr, weil wir haben hier drin wieder eine Implikation und eine Implikation wird nur dann falsch, wenn der linke Teil wahr ist und der rechte Teil ist falsch. Also haben wir schon mal keine Möglichkeit, außer dass f wahr ist und jetzt muss der Teil hier hinten falsch werden. Naja, der Teil hier hinten wird dann falsch, weil es ist ja wieder eine Implikation, wenn der rechte Teil wahr ist und der linke Teil falsch. Also haben wir wiederum eine eine Belegung für die Variablen, die automatisch dazu führt, dass der linke Teil hier falsch wird und somit die gesamte Gleichung wahr. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal noch ein bisschen anders dran. Und zwar möchte ich ein kleines anschauliches Beispiel mit euch machen. Sagen wir einfach mal, f ist gleich die Bedeutung kalt, also es ist kalt, es hat Minusgrade. G ist die Bedeutung Regen, also es regnet, Regen. Und H hat die Bedeutung schneien. Okay? Damit es vielleicht ein bisschen eindeutiger wird. Gut, wir sagen, wenn es kalt ist, dann gilt, wenn es regnet, schneit es, okay? Also ich sage jetzt einfach mal, Regen ist einfach eine Form von Schnee, Schnee ist eine Form von Regen, so rum. Also wir sagen hier, wenn es kalt ist und es regnet, dann schneit es. Macht ja irgendwie Sinn. Wenn es nicht kalt ist, dann treffen wir keine Aussage darüber, ob es, wenn es regnet, schneit. Und wenn es kalt ist und es schneit, dann haben wir irgendwie einen Widerspruch. Also ja, macht irgendwie keinen Sinn. Gut, schauen wir einfach mal weiter, was hier hinten dann passiert. Wenn wir hier haben, wenn es kalt ist, regnet es. Wenn das gilt, also wenn es kalt ist, regnet, dann gilt es auch, wenn es kalt ist, dann schneit es. Macht ja auch irgendwie Sinn. Sagen wir mal, wir haben so eine geile Welt, wo es immer, wenn es kalt ist, fängt es automatisch an zu regnen. Dann ist es auch eindeutig, wenn es kalt ist, dann schneit es auch immer. Okay? Versteht ihr, was ich meine? Und dadurch können wir jetzt so instinktiv sagen, okay, diese Gleichung hier ist immer wahr.
Aber wahrscheinlich wollt ihr dann noch ein bisschen tiefer gehen und tatsächlich auch mathematisch zeigen, dass die Gleichung immer wahr ist. Dazu, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, Wahrheitstabellen zu machen. Würde ich euch empfehlen, wenn ihr nicht ganz klar kommt darauf, könnt ihr einfach mal aufschreiben, ist nicht so schlimm. Aber vielleicht macht es dann doch Sinn, dass wir hier einfach nochmal durchgehen. Und zwar, wenn diese Gleichung links jetzt hier wahr ist, dann müssen wir zeigen, dass diese Gleichung hier hinten auch immer wahr ist. Und in unserem Fall wäre der vordere Teil hier falsch, also treffen wir keine Aussagen hier drüber. Also sagen wir, der linke Teil ist ja logischerweise wahr, weil wenn es kalt ist und es regnet, dann schneit es auch. Aber der Teil hier, wenn es kalt ist, regnet es, der stimmt nicht. Also wird diese gesamte Gleichung hier auf jeden Fall wahr. Ja? Und dadurch wird auch diese gesamte Gleichung hier wiederum wahr. Okay, machen wir weiter. Also wir zeigen jetzt, dass wenn diese linke Seite hier gilt, ich schreibe die hier mal hier unten hin, wenn diese linke Seite gilt, naja, was haben wir denn dann für Belegungen von den Variablen? Eine mögliche Belegung wäre zum Beispiel, dass f falsch ist. Dann ist egal, was g und was h sind, denn wenn f falsch ist, dann ist diese linke Seite hier auf jeden Fall wahr. Okay, wenn die linke Seite wahr ist, dann muss die rechte Seite wahr werden, damit das Ganze ein Axiom ist, weil Axiome sind ja immer wahr. Gucken wir uns hier einfach mal die rechte Seite an. Wenn f falsch ist, naja, dann ist der Teil hier auch wahr, weil f impliziert g. Wenn f falsch ist, ist das wahr. Und f impliziert h. Wenn f falsch ist, ist auch der Teil wahr, also ist das ganze Axiom wieder wahr. Und hierdurch haben wir jetzt automatisch schon 8 Fälle abgedeckt. Da waren wir echt super. Denn wir haben 000 abgedeckt, 001 abgedeckt, 010 und 011 haben wir abgedeckt. Einfach nur, indem wir gesagt haben, f ist falsch. Der Rest ist uns egal. Okay, schauen wir nach den anderen Fällen. 110 haben wir ja schon abgedeckt. Was passiert denn, wenn g falsch ist? Naja, dann ist uns eigentlich auch egal, was h ist, denn die Gleichung hier wird dann automatisch wahr. Also f ist jetzt einfach mal angenommen als wahr, denn sonst kommen wir gar nicht hier in die Verlegenheit, dass wir hier prüfen müssen. G impliziert h. Wenn g falsch ist, dann ist die ganze Gleichung automatisch schon wahr. Das heißt, es interessiert uns wieder nicht, was h ist. Das heißt, wir haben wieder 2 Fälle auf einmal. Also, wenn f und g wahr sind, wenn g falsch ist und f wahr ist, dann interessiert uns nicht, was h für einen Wert hat. Naja, schauen wir mal. Hier hinten jetzt. Hier haben wir wieder eine Implikation. Es gilt, wenn der Teil hier wahr ist, dann muss der Teil auch wahr sein. Aber wenn der Teil falsch ist, ist uns egal, was hier hinten rauskommt. Gut, der Teil hier wird dadurch, dass f wahr ist und g falsch, haben wir, linker Teil ist wahr, rechter Teil ist falsch. Der Teil wird also falsch. Also ist die ganze Gleichung automatisch richtig. Okay, haben wir wieder 2 Fälle abgedeckt. Jetzt bleibt nur noch ein einziger letzter Fall. Denn 110 haben wir ja schon abgedeckt. 111. Das ist der letzte Fall, den wir noch angucken müssen. Und sagen wir hier, f ist wahr, g ist wahr, h ist wahr, naja, dann wird die ganze Gleichung hier auf der rechten Seite auch wahr. Aber hier, da wir nichts negiert haben, sehen wir sofort, okay, das ist auch wahr. Also alles kein Problem. Okay, das war das zweite Axiom. Ja, ich glaube, es werden doch 3 Videos werden. Wir sind nicht wirklich weit bisher. Aber Axiom 3 mache ich jetzt noch und dann Rest kriegt ihr im nächsten und im übernächsten Video. Tut mir echt leid. Aber das Hilbert-Kalkül ist schon wichtig, deswegen will ich das ausführlich mit euch besprechen. Genau, noch ein Axiom, also es muss auch immer wahr sein. Diese Axiome sind alle immer wahr, falls ich es noch nicht oft genug gesagt habe. Ich kopiere mir mal das Not hier in Zwischenspeicher. So, wenn nicht f gilt und es gilt, dann gilt auch nicht h, mache ich jetzt mal bei mir, weil dann macht es auch irgendwie hier mehr Sinn mit unserem Beispiel. Dann gilt auch h impliziert f. Okay, also anschaulich gesprochen, wenn es nicht kalt ist, schneit es nicht. Das bedeutet dann aber auch, wenn es schneit, ist es kalt. Macht ja irgendwie Sinn, oder? Das heißt, instinktiv wissen wir schon wieder, okay, ist es wahr. Gut. Schauen wir uns das mal genauer an. Wenn
Ich mache hier wieder diese trivialen Fälle, sage ich einfach mal Triff dazu. So, die trivialen Fälle waren die, wo links falsch wird. Naja, wann wird denn links falsch? Links wird dann falsch, wenn der Teil wahr ist und der Teil ist falsch. Okay, also der Teil wird wahr, das bedeutet f ist falsch. Und der Teil hier wird falsch. Ja doch, genau. Der ganze Teil hier wird falsch. Das bedeutet, h muss wahr sein. Okay, in dem Fall haben wir sofort unsere Lösung gefunden und sind sofort dabei. Gut, jetzt die nicht trivialen Fälle. Also wie gesagt, dann wird diese Gleichung hier falsch und dann wird automatisch die ganze Gleichung wahr. Und wir wollen wieder zeigen, dass die Gleichung nur wahr werden kann und nichts anderes geht. Okay, dann wollen wir noch zeigen, okay, wenn der linke Teil hier wahr wird, dann wird auch automatisch der rechte Teil der Gleichung wahr. Okay, dazu kurze Begründung, warum das so ist. Sagen wir mal, f wird wahr. Dann interessiert uns eigentlich nicht, was h ist, denn wenn f wahr ist, dann ist automatisch dieser Teil der Gleichung hier, also not f, wird logischerweise falsch. Sprich, diese ganze Gleichung hier wird sofort wahr. Sprich, wir müssen zeigen, wenn f wahr ist, dann ist auch diese Gleichung hier wahr. Und das ist relativ easy zu sehen. Naja, wir haben hier, wenn wir die Implikation umformen, also h impliziert f, dann haben wir hier stehen, entweder ist h falsch oder f ist wahr. Und f ist wahr ist ja genau die Voraussetzung, dass wir überhaupt hier prüfen müssen, ob wir hier drin sind. Das heißt, wir haben hier schon mal den Fall abgeschlossen. Der zweite Fall war noch, dass f falsch ist und h ist auch falsch. Dann wird der Teil hier sofort, dann wird der Teil wahr. Wir müssen gucken, was kommt denn hier raus. Und hier kommt auch ein wahr raus, sprich das Ganze hier wird wahr. Also müssen wir zeigen, bei der Belegung wird auch rechts wahr und rechts wird automatisch auch wahr, weil ja sofort h falsch wird. Wenn h falsch ist, dann wissen wir, es ist der Teil hier eingetreten, also können wir direkt sagen, h impliziert f ist auch wieder wahr und somit ist das hier auch ein Axiom und somit immer gültig. Wunderbar. So, das war jetzt im Prinzip nur aussagenlogisches Hin- und Hergedönse und ihr habt dann vielleicht auch ein bisschen Gespür dafür bekommen. Nächstes Mal gibt es Axiom 4 und 5 und vielleicht noch die beiden Regeln, die wir brauchen. Es sind wirklich nur 2 Regeln dann und dann habt ihr quasi das Hilbert-Kalkül und könnt damit rumbeweisen. Ja, das war wie gesagt nur Aussagenlogik. Die nächsten 2 Axiome sind dann für Prädikatenlogik gedacht. Alles klar, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr konntet mir soweit folgen. Bis dann, ciao, ciao.